Der Granduca mit 10 Jahren Body Construction Integrity Warranty, also eine Garantie auf die Rahmenkonstruktion außen, also der ganze Korpus, der da ist. Und hier von Roller Team ja jetzt mit Doppelboden. Und das ist der kurze. Ich zeige es mal gerade. Drüben ist der ja gefühlsmäßig etwas längere, aber wenn ich jetzt so drauf schaue, ja, ich denke, die sind fast genauso lang. Mal schauen, einen werden wir heute mal filmen als Beispiel der 287 TL, nee, der ist sogar länger. Das ist der lange, 287. Und hier steht das Schwestermodell der 267 TL, der da ist. Das ist das Heck. Und ja, eine absolute Neuheit ist natürlich das Thema Doppelboden für mich und in Verbindung mit Roller Team. Granduca, das ist der Doppelboden. Kenne ich. Schafft natürlich mollige Wärme und natürlich zusätzlich nochmal richtig Stauraum in den Gebieten. Hier ist der Gaskasten sehr, sehr tief. Das ist die Fahrzeugtiefe. Das heißt, man kann also zweimal 11 Kilo Gas montieren. Wahrscheinlich auch eine Duo-Control. Hier ist der Stromeingang, Kassettentoilette und ein teilintegriertes Modell mit großem Fenster hier mit dabei. Markise ist aufgesetzt. Hier ist nochmal Zugang zum Doppelboden da. Und eine Rahmenkonstruktion nochmal mit dabei. Das ist der Doppelboden. Hi! Einen wunderschönen Tag. Ja, Rollerteam mit Doppelboden. Hier ist der Einstieg natürlich schon mal ein bisschen höher. Und das merkst du auch, weil da brauchst du nochmal eine Trittstufe hier mit dabei. Granduca 287 TL, ein teilintegrierter 7,45 Meter Länge, Masse im fahrbereiten Zustand hier 3.103 Kilogramm, beziehungsweise mit Zubehör 3.157 Kilo, ja ab 3,5 Tonnen, den sollte man natürlich schon auslasten. Ein Hubbett hat er mit drin, das werden wir uns gleich mal anschauen. Fahrzeuggrundpreis hier 66.000 Euro, wie er hier steht, knapp 80.000 Euro. Ja, wir schauen mal ganz kurz in die Garage rein, dass wir das mal sehen können. Da passen 3 E-Bikes rein, locker, die man ja mit, ich sag mal, zumindest mal den Lenker weggedreht, dann einfach mal nebeneinander stellen kann und geräumig. Das Ganze natürlich auch mit Licht. Kurz mal einschalten und zur Befestigungspunkten, die hier da sind, einer kleinen Schublade noch mit drin. Wir gehen mal rein und schauen uns das Ganze an. Hier ist die Aufbautür, natürlich mit Sichtschutz und Mülleimer mit drin. Wie fühlt sich das an? Das ist sehr nice. Direkt schon der Mülleimer. Groß. Ist ja oft so am Anfang, wenn du so, ich sag mal, einsteigst, die Haptik und so weiter. Wir schauen gleich mal rein. Ich meine, 80.000 Euro ist natürlich schon eine Hausnummer, aber du kriegst auch drin ein bisschen was. Ja. Wir gehen mal rein. Hier übrigens, nicht wundern, dass sich hier irgendwas wellt oder so. Hier liegt ein Boden über dem Boden, ja, genau. Wenn du das gerade noch mal hochhebst. Und da sieht man das. Hier vorne hat man noch eine Schublade, die da ist. Und es fängt schon damit an, dass du hier so ein kleines Fach hast. Das ist alles beledert, beziehungsweise mit so einer Art Lederoptik versehen. Und das ist so der erste Eindruck, wenn du reinkommst. Sehr warmes Licht. Das Hubbett ist hier. Komm, wir lassen es direkt mal runter, können wir mal schauen. Okay. Also das ist jetzt ein Hubbett, was du hast. Genau, wenn du da mal drauf drückst. Okay. Kannst du es runterlassen, musst nur aufpassen, könnte sein, dass irgendwas im Weg ist. Einfach nur mal ein Stück, dass man es sieht. Okay? Und ja, auch da hast du richtig viel Platz. Okay, vielen Dank. Nochmal hoch, mach ruhig nochmal hoch. Ich glaube, es war angekommen jetzt in der Endposition. Ja, glaube ich auch. Dann ein ausklappbarer Tisch, der mit dabei ist. Ein großes Fahrzeug, ja. Also Hubbettkapazität 250 Kilogramm. Das bedeutet, dass auch etwas schwere Personen 2 Stück, also zumindest mal ich jetzt mit meinen 90 Kilo, ich habe es schon stark unterlastet. Ja, und das Ganze Face-to-Face. Ja, oder Face-to-Face. Face-to-Face. Face-to-Face.
Ja, hier sitzt man jetzt hier. Es müsste nur noch der Italiener kommen mit der Pizza, ja. Das ist so. Isst du Pizza überhaupt, ja? Natürlich, ich ja. liebe Pizza. Du verbrennst ja viel Kohlenhydrate. Du tanzt immer noch, oder? Ja, leider durch Corona und meine Tanzschule ist ja auch jetzt schon vorher zu gewesen, aber ich tanze jetzt nur noch privat für mich sozusagen. Und wenn es sich ergibt oder bei Musikvideos auch. Ja, du bist aus Eifel, gell? Genau. Eifler Mädchen. Eifler Mädchen. Platt gar nichts. Nee. Ein bisschen, ja, aber der der Singsang Oma. wahrscheinlich eher. Großes Fenster hier. Also warum reden wir miteinander, ja? Viele Paare reden ja miteinander. Face to face macht das viel mehr Spaß. Ja. Also man sieht sich in die Augen. Schau mal in die Augen. Ist wieder. Und da hast du den Fahrersitz, der ist jetzt umfunktioniert als interner Sitz. Das hast du vorher nicht gewusst, dass man die alle drehen kann, oder war dir das schon klar? Doch, das Drehen war mir schon klar, aber manchmal halt mit dem Klappen oder dass man es vor- und zurückziehen kann, ist nicht immer so bewusst im Kopf gewesen zumindest. Aber das habe ich jetzt eigentlich auch manche Sachen drauf, aber auch nicht alles. Kommt, Tag Nummer 3. Doch, das kommt. Ja, hier den Tisch, das ist relativ easy, den kannst du drehen und kannst den bewegen, frei, aber man kann ja auch einfach mal ausklappen. Und das zeige ich mal gerade. Genau, mach mal zu mir. So, und dann hast du eine ganz große Arbeitsfläche. Wie im und Hotel auch. wie im Hotel, ja. Das ist dann so Frühstück im Hotel. Hotelfeeling. Der Vorteil ist ja im Wohnmobil, Hotels, nichts gegen Hotels, die sind dann schön. Hier unten ist der Support nochmal mit drin, aber hier hast du deine eigenen 4 Räder mit dabei. Freiheit so ein bisschen auch. Haben Schauspieler Wohnmobile schon mal? Kennst du welche? Doch, bestimmt ja. Ich wette auch, dass die haben ja auch manche gestellt bekommen beim Schauspiel oder am Set. Die kriegen jetzt so eigene Wohnwagen, Mobile, wo die dann auch sich aufhalten und alles. Wenn Mal hier. das Set nicht innenräumig ist sozusagen, genau. In dem Hubbett sind auch noch Schränke mit drin. Ah, hast du gesehen, wie du schon probierst, ja, mit dem Kippen. Es ist langsam. Langsam kommt. Es kommt. Aber hier im Am 10. Messebetrieb, Tag bin ich Profi so. also hier der Messebetrieb Das ist ist echt hart, weil die Fahrzeuge natürlich sehr leiden, weil jeder rüttelt und macht und tut und kriegt sie nicht auf. Da kann es manchmal auch schon klemmen oder so. Also USB-Steckdose direkt an der richtigen Stelle. Hier ist uns ein Sitz drunter, machen wir ein bisschen hoch andeutungsweise, dass man sieht. Also die Klappe hoch und dann kann man den Sitz montieren. Ah, ist okay, einfach und drin lassen. Also da kann man den Sitz in Fahrtrichtung machen, das gleiche nochmal auf der Seite. Also insgesamt 4 Personen können rein. Du hast hier über nochmal Fenster mit drin, hier oben ist noch ein Schränkchen. Der Fernseher an der richtigen Stelle natürlich mit drin, mit DVD, bereits montiert. Eine Truma 6 ist eingebaut, also eine Heizung, die macht warm und warmes Wasser und ein Kombi-Panel. Ja, kommen wir nochmal kurz zum Kühlschrank, mach mal bitte auf. Da ist er, auch der. Einfach feste ziehen. Da geht er auf. Die sind ja leer im Moment. Und oben hast du ja nochmal ein Gefrierfach mit drin, das auch recht groß ist. Das Ganze einzeln. Hier nochmal ein großes Fach. Jetzt mal schauen mit Technik. Und auch hier wieder kleine Schlange da vor der Tür. Fahrzeug sehr, sehr gefragt. Weil mit Doppelboden. Das ist schon edel. Ja. Es ist immer noch Rollerteam. Also es ist krass. Ich habe das Gefühl wie im Hotel auf jeden Fall. Auch. Wenn du überlegst, dass wir eben einen Kastenwagen gesehen haben für 41.000 Euro, der wirklich auch schon toll aussah. Klasse. Mach mal zu. An der Seite ist noch, guck mal hier, da ist noch so ein Schränkchen drin. Siehst du? Ja. Ah, da kommst du von der Seite ran, um da was rauszunehmen und von vorne. Und das sind Dann Auszüge. so ein, Zieh mal. an beiden Seiten. Jetzt zieh mal dran. Müsste rauskommen. Dass du auch von ganz tief irgendwas beladen kannst. So, und dann hast du ein 3-Flammen-Kochfeld, hast hier die große Spüle mit dabei, mit Abdeckung, die hier dabei ist. Und dein Abroller für dein Zewa. So, komm, wir gehen mal ins Bad. Nee, erstmal hinten rein. Ja. Längsbetten. Auch wieder hier hoch. Das ist genau zum Umklippen. Genau, beschreib mal, was das ist. Entweder für die Kinder oder halt noch eine dritte Liegefläche. Die kann man wenn man mag. Und die kann man erweitern, genau. Das kann man hochklappen und erweitern dann noch. Das ist ja ein großer Kleiderschrank, können wir uns gleich mal anschauen. Leg dich mal hin, mal gucken, wie es dir gefällt. Betten sind beide gleich lang. Ja. Und wie schläfst du Ist so? auf jeden Fall Platz und ich kann direkt schlafen. Die Dusche übrigens ist ein nettes Gimmick hier drin. Ich gehe mal gerade zur Seite. Die ist komplett offen mit einer großen Regendusche. Schau mal hier oben.
Siehst du? Ja. Wenn du jetzt ganz groß bist, kannst du es kommen lassen. Und das Coole ist dabei, du willst ja immer wenig Wasser verbrauchen, ja. Und wenn du ganz wenig Druck machst, das heißt, da kommt nur so ein Rinnsal draus, ja, dann ist es besser, es kommt von oben, dann verteilt sich das komplett. Ja, Brauchst du viel weniger Wasser. Das ist doch sehr praktisch. Sehr gut. Und für große Leute. Dann 2 Abläufe. Du weißt, warum 2? Wenn du da drauf kommst jetzt. 2? Oh Gott, warte mal überlegen. Falls der eine mal kaputt ist. Nee. Soll ich dir sagen? Entweder das oder, warte. Da ist bestimmt was noch dahinter, falls wenn es schief steht, ist ja auch Wenn es schief steht, genau. Wenn es schief steht? Ja. Aha. Dann läuft es in die eine Ecke und dann läuft es einmal in die eine und einmal in die andere. Ah, okay, genau. Also So sieht das schief aus. steht, yes. Hast ultra Platz. Mach mal um. Einmal Hand. Hier noch. Im Vergleich. Ja, ist noch zu. Guck mal hier. Da. Ich glaube, wir finden uns noch. Ja, ich filme auf die Sachen drauf. So, und jetzt? Was ist jetzt? Tetris. So. Ja, fast. Warte, ich helfe dir. Da. Vorher. Ja, jetzt. Jetzt ist so. Ja, dreh dich mal. Boah. Sehr viel Platz, Spielraum. Und das sieht richtig spacig aus, weil du hast so ein Rauchglas dahinter. Hier. Hier noch Lautsprecher uns drin. Ja, vielen Dank. Komm mal raus. Du kannst daraus ein Raumbad machen. Ich mache das mal gerade, indem du diese Tür hier einfach zumachst. Okay. Die ist jetzt zu, dann kann man hier abschließen. Da ist jetzt zu und dann hast du deine Toilette noch mal komplett frei. Hier oben ist noch ein Heki. Hier an der Seite noch Box und noch ein kleines Fach. Mit der Vorbereitung für den rückwärtigen Fernseher hier drin und einer 12-Volt-Buchse. Hier noch so Taschen, wo du so Fernbedienungen und sowas reinmachen kannst. Leselampen. Dann guck mal hier hinten, das sieht aus wie so eine Betonoptik, ja, so ein Relief, was hier eingefahren ist. Ja. Das ist ja. Und hier noch so ein Stoffbezug hinten. Boah, Auf der schon Seite cool. ist das auch. Oben an der Decke hast du Stoff. Fühl mal. Das nimmt noch ein bisschen Feuchtigkeit auf und du merkst, das Raumklima, so die Akustik ist sehr trocken. Ja. Also du hast keinen Hall hier groß drin. Das stimmt. Das ist in Ordnung. Halt. So, wir gehen mal ganz kurz. Toilette nochmal. Toilette, genau. Waschbecken. Auch das ist alles einzeln, du musst nichts umbauen. Ja. Riesiger Spiegel. Und Becher. Zahnputzbecher. Und auch da genug Platz. Das ist ja süß, der Zahnputzbecher, aber sehr praktisch. Ja. So, dann unten Schönes Toilette, Bad. drehbar. Die kann man uns drehen, je nachdem wie du die Füße hast. Nee, einfach drehen, feste drehen. Siehst du? Okay. Und dann kannst du die zur Seite schieben, dann hast du mehr Platz vor dem Waschbecken. Okay. Genau. Was ich interessant finde, ist, du kannst dich im Sitzen schminken, weil du siehst dich dann. Ja, genau. Das wäre dann so ungefähr. Ja. So, das Waschbecken auch leicht zu reinigen, weil das alles so direkt abfließt. Und darunter ist nochmal ein Fach. So, wir sind durch. Das haben wir. Da haben wir noch einen Handtuchhalter. Hier vorne noch 2 Bademantelhalter. Und das ist nochmal der Eindruck, der da ist. 46 ist normal. So. Ich gebe das Fahrzeug jetzt sofort wieder frei, denn wir sind fertig. Der Granduca 287 TL, das ist ja teilintegriert mit Doppelboden, 3,1 Tonnen. Und ja, zum Preis, wie hier steht, von knapp 80.000 € für ein Rollerteam ist schon eine Stange Geld. Aber mit Doppelboden, das kennt man ja nur von Karthago, oder? Ja, so ist es. Vielen, vielen Dank. Du kennst meinen Kanal, oder? Ja, Echt? echt, ja. Du bist woher, kommst du? Aus Hagen. Aus Hagen, hier aus Und ich Nordrhein-Westfalen. kenne deinen Kanal und durch dich gucken wir uns den Granduca. Durch Du hast mich? eine andere Dame jetzt aber dabei, aber Ist eine Schauspielerin, muss ich sagen. also, Ich tausche die Frauen nicht für jeden. Und du bist die? Die Frau. Vorname? Violetta. Und du? Gregor. Ja, sehr schön. Und den werden wir uns jetzt bestellen. Alles klar. Ich danke dir herzlich. Ciao, ciao.